Bei einer nächtlichen Razzia im November 2008 wurde Pezi verhaftet. Der Vorwurf: Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Wie ein Top-Terrorist wurde er von einem Spezialkommando zur Haftanstalt Nürnberg gebracht und zunächst in eine Einzelzelle im Keller gesperrt. Es war eiskalt, erzählte er, die Heizung ausgefallen. Die Wärter ließen ihn nicht schlafen, kontrollierten ihn stündlich, angeblich wegen Selbstmordgefahr. Obwohl oder weil er die Härte des Staates spürte, setzte ein Umdenken ein. Am Anfang war es halt sehr hart und da war ich halt eigentlich nur auf Rache aus. Also ich habe nur abgewartet, dass auf den Tag, wenn ich rauskomme, um mich an den Leuten dann auch zu rächen. So nach einer gewissen Zeit hat sich das wieder gelegt, auch durch so ein paar Erlebnisse und auch durch einige Wärter, die sich halt auch gut mir gegenüber verhalten haben, hat sich das so ein bisschen gelegt und ich hatte halt da auch nach langer Zeit mal wieder so eine Zeit, wo ich sage, okay, ich bin jetzt frei von irgendwelchen Einflüssen von einem bestimmten Kreis, kein Internet, gar nichts und wo ich halt dann auch so lange und tief nachdenken konnte, auch über alles, was ich bisher gemacht habe. Mehrfach bekam Pezi Besuch von einem Beamten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, BfV. Ein Deal nahm Gestalt an. Der damals 20-Jährige packte aus über seine Gesinnungsgenossen und wurde im Sommer 2009 freigelassen. Ohne Prozess, aber mit einer kleinen Starthilfe. Dann zum Schluss hat er dann einen Briefumschlag rausgeholt und hat gesagt, ja, das ist für dich. Ich habe reingeschaut, waren 100-Euro-Bündel. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, knapp über 1000 Euro. Hat er gesagt, ja, ich gesagt, danke. Hat er gesagt, ja, hier, ich meine, du bist gerade aus dem Gefängnis raus, du hast kein Geld, kannst du sicherlich gebrauchen. In Weiden machte der Verfassungsschützer ein Angebot. Auf einer Parkbank hat er gesagt, so sinngemäß, wie sieht's aus? Berlin ist eine Dschihadisten-Hochburg. Könntest du dir vorstellen, für uns da tätig zu werden? Berlin war immer wieder im Fokus des islamistischen Terrors. Die Ermittler hatten Hinweise auf geplante Anschläge in der Hauptstadt. Jede Information war wertvoll. Pezi wurde staatlich bezahlter Islamist. Es fing halt dann so an mit 1400 Euro und dann war es schon zum Schluss fast so 3000 Euro netto. Aber halt dazu gerechnet, die Miete, 400 Euro wurde mir gezahlt, meine ganzen Fahrtkosten. Ich bin halt auch oft ICE, erster Klasse und so, diesen Luxus habe ich mir gegönnt. Hotel über Nacht, teure Hotels, teure Restaurantbesuche, das ist überhaupt kein Problem. Geld ist für uns kein Problem, wirst du noch sehen. Also hat er halt schon so sehr geprotzt und mit den Möglichkeiten des Verfassungsschutzes und hat halt so eine Art James-Bond-Leben so in Aussicht gestellt. Ein Agentenleben in der Grauzone. V-Leute dürfen nur passiv Informationen sammeln, doch der V-Mann-Führer wollte unbedingt die Fotos eines Al-Qaida-Funktionärs haben, die Pezi bei einem Islamisten gesehen hatte. Und dann habe ich mal einen USB-Stick mitgenommen und habe zu ihm gesagt, also du hast ein paar Lieder auf dem Laptop, die sind echt cool, also islamische so Kampflieder und so, also jetzt nicht irgendwie normale Musik. Und habe ich gesagt, könnte ich die rüberziehen auf meinen USB-Stick? Hat er gesagt, kein Problem. Und während er Fußball geschaut hat, habe ich dann also vor seiner Nase sozusagen die Fotos von seinem Schwager auf seinen Laptop rausgesucht und die dann auf meinen USB-Stick gezogen. War natürlich auch heikel, weil er immer wieder durchs Zimmer lief und der hätte ja nur ein Blick genügt. Und die Sache wäre gefährlich geworden. Für jeden Spezialauftrag bekam Pezi Prämien. Und um sein Ansehen und damit seinen Zugang in der Islamistenszene zu vergrößern, gab ihm der Verfassungsschützer Spendengelder für Al-Qaida. Dann wurde dieses Steuergeld an mich übergeben und das habe ich dann weitergeleitet an diesen Al-Qaida-Kontaktmann. Und das waren halt auch so Sachen, wo mir dann wiederum zu bedenken gegeben haben, wie vereinbart man einerseits die Bekämpfung, dann andererseits wieder diese Finanzierung. Und ich meine, ich habe jetzt da auch keine Lösung. Einerseits natürlich ist es bedenklich, andererseits verstehe ich, weil in dem Bereich sind halt gewisse Übel, sind einfach
nötig für den guten Zweck. Der Zweck heiligt die Mittel? Vergrößern die Sicherheitsbehörden eine Gefahr, die sie eigentlich bekämpfen sollen? 2007 wollte die sogenannte Sauerlandzelle Bomben vor US-Einrichtungen in Deutschland zünden. Einige der Terroristen waren einst von Jeha Yusuf radikalisiert worden, dem Vordenker der Islamistenszene in Neu-Ulm. Yusuf hatte gegen Geld für den Verfassungsschutz spioniert, bevor er zum Hassprediger wurde. Wenn Sie nennen dann Hass gegen Hass oder Hass gegen Gewalt oder Hass gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit, das habe ich dann gepredigt. Die Sauerlandzelle ließ sich dadurch für den sogenannten Heiligen Krieg begeistern. Um ihre Bombe zu bauen, brauchten die Terroristen Zünder. Und die besorgte einer, der als V-Mann für den türkischen Geheimdienst arbeitete. Was, wenn die Terrorzelle nicht rechtzeitig aufgeflogen wäre? Wo ist die Grenze? Wir dürfen mit den V-Leuten keine Strukturen am Leben erhalten, die es sonst nicht gäbe. Aber diese Frage, glaube ich, muss man dann auch fair beantworten und sagen, würde man nicht mit diesem V-Mann arbeiten, wäre es ein anderer, der die Struktur weiterführen würde und man hätte keinen Zugang. Also sprich, wenn der Maßstab ist, dass die Struktur in jedem Fall weitergeführt wird, auch wenn man diesen V-Mann nicht gewinnt, man dann aber keine Erkenntnisse hat, dann glaube ich, kann man es vertreten. Wenn es so wäre, dass man eine Struktur erst etabliert durch V-Mann-Einsatz, einen Honigtopf, den es sonst nicht gäbe, dann finde ich, sind V-Mann-Einsätze nicht zu vertreten. So wie bei der rechtsextremen NPD. Viele ihrer Anführer waren V-Leute. Kritiker glauben, dass die Partei mittelbar durch Behörden mitgesteuert wurde. Auch die Rechtsterroristen des NSU waren eingebettet in ein Netzwerk mit 2 Dutzend V-Leuten. Ohne die hätte es die menschenverachtende Mordserie über 10 Jahre so wohl gar nicht geben können.